Die Wirtschaftskraft Japans wird nach wie vor weithin respektiert. Doch es bleibt die Frage, was zum Teufel ist mit der großartigen japanischen Wirtschaft passiert, die die Welt 1989 gleichzeitig fürchtete und bestaunte? Wie kam es, dass die Wirtschaft dieses asiatischen Archipels, die kurz davor stand, Amerika als Wirtschaftssupermacht Nummer 1 zu überholen, in Deflation und Stagnation endete? Diese Geschichte beginnt mit der lockeren Geldpolitik der 1980er Jahre, die nach der zweiten Ölkrise eingeleitet wurde, als Japan, wie andere Nationen, die Zinsen senkte. Dies, kombiniert mit der Nutzung der Fensterlenkung, Window-Gidangs, durch die BOJ, einer wenig bekannten Technik zur Festlegung von Kreditquoten für strategische Sektoren, befeuerte massive Investitionen und Innovationen. Die japanischen Industrien schienen unaufhaltsam, was die USA dazu veranlasste, Beschränkungen und Zölle zu verhängen, wie den 45%igen Zoll auf japanische Motorräder. Im Jahr 1985 führten die Plaza-Abkommen dazu, dass die BOJ Dollar verkaufte, um den Yen aufzuwerten, und um diesem Druck entgegenzuwirken, senkte die Bank die Zinsen noch weiter. Da Kredite extrem billig waren, war die Bühne für eine der verrücktesten landesweiten Vermögensblasen bereitet, weil die Preise für Immobilien und Aktien auf astronomische Höhen schossen. Erst 1989 begann die BOJ, die Zinsen anzuheben, was die Blase schließlich platzen ließ und den Höhepunkt der mächtigen japanischen Wirtschaft und ihren Abstieg in Stagnation und Deflation markierte. Die BOJ reagierte im Nachhinein zu spät, verpasste den günstigen Moment, die Blase sanft abzulassen und löste stattdessen eine scharfe Korrektur aus, die 3 Jahrzehnte des Unbehagens einleitete. Die folgenden 3 Jahrzehnte der Stagnation wurden von einer Abfolge interagierender Wirtschaftskräfte angetrieben. Die 1990er Jahre waren durch Schuldendeflation gekennzeichnet, bei fallende Vermögenspreise die Kreditnehmer mit massiven Schulden und entwerteten Sicherheiten zurückließen und sie zwangen, weniger auszugeben. Dieser Nachfragerückgang bei konstantem Angebot führte zu fallenden Preisen, Deflation und schuf einen Teufelskreis, in dem die Deflation die Schuldenlast noch schwerer machte. Die anfänglichen Zinssenkungen der BOJ kamen zu wenig, zu spät. Die Bank, tief verwurzelt in einer konservativen Kultur, erkannte die Schwere der Krise und die Notwendigkeit eines schnellen, aggressiven Eingreifens nicht ein Fehler, den Zentralbanken weltweit später zu vermeiden suchten. Diese anfängliche Zögerlichkeit wurde durch ein Problem im Bankensektor verschärft, da eine schwächelnde Wirtschaft die Kreditvergabe riskanter machte. Die öffentliche Gegenreaktion auf Bankenrettungen behinderte schnelles Handeln und verzögerte die notwendige Bereinigung des Finanzsystems um fast ein Jahrzehnt. Dies gipfelte in der japanischen Bankenkrise vom November 1997. Die Krise wurde schließlich durch staatliche Rettungsaktionen gestoppt, die, obwohl schmerzhaft, endlich das Schuldenerbe der Blase beseitigten, den Mechanismus der Schuldendeflation beendeten und den Finanzsektor auf das 21. Jahrhundert vorbereiteten. In den 2000er Jahren geriet Japan jedoch in eine Falle niedriger Inflationserwartungen. Obwohl das Schuldenproblem des privaten Sektors weitgehend gelöst war, hielt die Deflation aufgrund der hohen Staatsverschuldung, die durch sinkende Steuereinnahmen schwerer zu bedienen war, und weil Deflation sparen und nicht ausgeben belohnt und somit die Wirtschaftstätigkeit behindert, an. Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf niedriger Inflationserwartungen war vielleicht die heimtückischste Herausforderung, da er eher von der kollektiven Psychologie als von der Bilanzmechanik angetrieben wurde. Die Erinnerung an die 90er Jahre machte japanische Verbraucher und Unternehmen von Natur aus vorsichtig, was zu einer dauerhaften strukturellen Verschiebung hin zum Sparen führte. Da die Zinsen bei 0% festsaßen, wurde die BOJ zum Innovator und begann mit der radikalen Politik der quantitativen Lockerung QE, um die langfristigen Zinsen zu drücken. Die BOJ bewegte sich auf unbekanntem Terrain und versuchte, eine unkonventionelle Geldpolitik lange vor der US-Notenbank Federal Reserve oder der Europäischen Zentralbank umzusetzen. Dennoch kehrte die Inflation nicht zurück, weil japanische Arbeitnehmer und Unternehmen, die an die leichte Deflation der 90er Jahre gewöhnt waren, erwarteten, dass diese anhalten würde, wodurch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung entstand. Gerade als die leichte Inflation um 2006 zurückzukehren schien, traf die globale Finanzkrise ein, die Japans stark exportabhängige Wirtschaft stark schrumpfen ließ und die Nation erneut in die Deflation stürzte. Diese Abhängigkeit von Exporten, die anfangs eine Stärke war, erwies sich als kritische Schwachstelle, als die globale Nachfrage einbrach.
Wenn Sie diesen tiefen Einblick in die komplexe Wirtschaftsgeschichte für wertvoll halten, ziehen Sie bitte in Betracht, den Kanal zu abonnieren, um über weitere Analysen wie diese auf dem Laufenden zu bleiben. Dies erforderte radikale Veränderungen, die in den 2010er Jahren zu Abenomics führten, der Agenda von Premierminister Shinzo Abe, die auf 3 Pfeilern aufbaute. Der erste war die extreme Geldpolitik, bei der die BOJ negative Zinssätze, NIRP und massive QE einführte, was dazu führte, dass die BOJ schätzungsweise 70% aller Staatsschulden besitzt und zum größten Einzelaktionär der japanischen Unternehmen wird. Diese beispiellose Intervention, bekannt als quantitative und qualitative Monetary Easing, QQE, war ein expliziter Versuch, die Inflationserwartungen nach oben zu schocken. Der zweite Pfeiler waren die Fiskalausgaben, die jedoch oft inkonsistent waren und durch politisch heikle Erhöhungen der Verbrauchssteuern in den Jahren 2014 und 2019 untergraben wurden. Diese Steuererhöhungen, die zur Bewältigung der hohen Staatsverschuldung konzipiert waren, wirkten kontraktiver, verursachten wiederholte Rezessionen und bewegten die Inflationserwartungen kaum. Die häufigen Staatsstoppaktionen des Fiskalstimulus konnten den notwendigen konstanten Inflationsdruck nicht aufbauen. Der dritte Pfeiler, Strukturreformen, Steuersenkungen und Deregulierung für Unternehmen, sollte die Produktivität und die Investitionen ankurbeln. Diese Reformen verfehlten jedoch weitgehend ihr Ziel, da die japanischen Unternehmen, traumatisiert durch frühere Krisen und konfrontiert mit schwacher Binnennachfrage, dazu neigten, Bargeld zu horten oder es als Dividenden auszuzahlen, anstatt produktive Kapitalinvestitionen zu tätigen. Die Risikoaversion des Unternehmenssektors wurde zu einer gewaltigen Wachstumsbremse. Letztendlich war der größte Gegenwind die Demografie, da Japans Bevölkerung schnell zu schrumpfen begann, was Arbeitskräfte, Einkommen und Nachfrage reduzierte. Dieser demografische Rückgang wirkt als permanenter struktureller Anker für das Wachstum. Weniger Menschen bedeuten ein geringeres potenzielles BIP, unabhängig von der Geldpolitik. Betrachtet man das BIP pro japanischem Bürger, war die Wirtschaftsleistung unter Abe nicht schlecht und hielt tatsächlich mit vielen anderen industrialisierten Nationen Schritt. Dies deutet darauf hin, dass die Zentralbank einfach überfordert ist und nur strukturelle Wiederbesiedlungspolitiken die Deflation wirklich besiegen können. Das Versagen von Abenomics, die Erwerbsbeteiligungsquote von Frauen signifikant zu erhöhen oder die Geburtenraten anzukurbeln, verdeutlicht die Schwierigkeit, Wirtschaftspolitik zur Umkehrung fest verwurzelter sozialer Trends einzusetzen. Mit Blick auf die Zukunft müssen die politischen Maßnahmen, wenn sie Inflation erzeugen sollen, grundlegend geändert werden, um das Gleichgewicht des niedrigen Wachstums zu durchbrechen. Die Geldpolitik QE muss mit massiven, anhaltenden Fiskalausgaben gekoppelt werden, vielleicht sogar unter Anwendung von Helikoptergeld, direkte monetäre Finanzierung von Staatsausgaben und die Kaufkraft direkt in die Wirtschaft zu injizieren, anstatt sich ausschließlich auf die Senkung der Zinssätze zu verlassen. Die Fiskalpolitik muss sicherstellen, dass das Geld diejenigen erreicht, die es tatsächlich ausgeben, wie Haushalte mit niedrigem Einkommen, anstatt die Reichen oder Unternehmen, die es sparen. Darüber hinaus sollten sich Strukturreformen darauf konzentrieren, die Verhandlungsmacht der japanischen Arbeitnehmer zu stärken und die Löhne in die Höhe zu treiben und dadurch eine Kostenpush-Inflation zu erzeugen, eine notwendige Bedingung, um die Erwartungen zu ändern. Dies könnte Arbeitsmarktreformen beinhalten, die Arbeitnehmer begünstigen oder sogar ein von der Zentralbank finanziertes Grundeinkommen. Trotz der Herausforderungen bietet Japans Wirtschaft immer noch eine sehr hohe Lebensqualität, gekennzeichnet durch saubere, sichere Städte und effiziente Industrien. Das Risiko einer verheerenden Schuldendeflation ist gering, da die massiven privaten Schulden der 90er Jahre verschwunden sind. Darüber hinaus könnte das schrumpfende Arbeitsangebot aufgrund der Entvölkerung schließlich zu einer lohngetriebenen Inflation führen, da Arbeitskräfte knapper werden, was Unternehmen dazu zwingt, die Gehälter zu erhöhen, um Arbeitnehmer anzuziehen. Die Kosten dieses Niedrigwachstumsumfelds sind jedoch real, insbesondere für die jüngere Generation, die mit Arbeitsplatzunsicherheit und der wirtschaftlichen Last der Unterstützung einer schnell alternden Gesellschaft konfrontiert ist. Die Frage ist nicht, ob es Japan schlecht geht, sondern ob es bereit ist, eine Zukunft zu akzeptieren, in der die Finanzmärkte weitgehend vom Staat verwaltet werden und in der die wirtschaftliche Dynamik einer jungen Bevölkerung der Vergangenheit angehört.
Meiner Meinung nach ist der selbsterfüllende Kreislauf niedriger Inflationserwartungen, der jetzt strukturell durch die ungünstige Demografie verstärkt wird, der wichtigste Einzelfaktor für Japans anhaltende wirtschaftliche Stagnation. Der anfängliche Schock der Schuldendeflation in den 90er Jahren war der Auslöser, aber die daraus resultierenden tief verwurzelten niedrigen Inflationserwartungen verhinderten jahrzehntelang eine Erholung. Jetzt fungiert die Demografie als mächtige strukturelle Obergrenze, die das Wachstumspotenzial der Wirtschaft begrenzt und jeden Versuch, die Erwartungen zu schockieren, noch schwieriger macht. Die einzelne wirksamste Änderung wäre eine koordinierte und anhaltende fiskalische Expansion, die explizit auf eine Erhöhung der Haushaltsausgaben abzielt, indem QE effektiv mit direkten öffentlichen Ausgaben, zum Beispiel Helikoptergeld oder große, dauerhafte Transferzahlungen an Haushalte mit niedrigem Einkommen, gekoppelt wird, während gleichzeitig Strukturreformen vorangetrieben werden, um die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und die Löhne zu erhöhen. Diese Kombination ist notwendig, um die psychologische Barriere niedriger Erwartungen mit Nachdruck zu durchbrechen, den korporativen Sparreflex außer Kraft zu setzen und dem Abwärtsdruck des demografischen Rückgangs entgegenzuwirken.